Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Labwaffenbau und einige andere Sachen, aber das kennt ihr ja schon. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar, wir machen aus einem Softball einen Schildbuckel. Also nur so eine kleine Anleitung mal wieder für diejenigen, die vielleicht mal ein Rundschild bauen wollen. Wenn ihr Interesse habt, dann auch den Rundschildbau zu sehen, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Aber in dem jetzigen Video zeige ich euch, wie man so aus dem Softball einen Schildbuckel baut für ein Rundschild. Ich hoffe, das ganze Thema gefällt euch. Wenn es euch gefällt, bleibt dabei. Abo und so nicht vergessen. Ne? Denkt dran, immer noch viel zu wenig, die mich abonniert haben. Kostet nichts und freut mich. Wie gesagt, dann hoffe ich mal, das Thema gefällt euch. Bleibt dabei. Wir sehen uns. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Und zwar, das ist so ein ganz normaler Softball. Da braucht er dann für den Schildbuckel auch nicht so wirklich viel. Ich habe jetzt hier zwei Eddings, ihr braucht aber nur einen. Ich habe immer einen als Ersatz für den Fall, dass das Ding nicht mehr richtig malt. Ein Maßband oder ein Zollstock, Lineal tut es auch. Und ein oder zwei Cuttermesser. Guckt aber immer, also bei der Sache jetzt, guckt er dann eine neue Cutterklinge oder eine sehr gut geschliffene. Dann habt ihr ja bei diesen Softbällen, der hier ist wirklich gut geklebt, Leute. Bei dem sieht man die Kante nämlich so gut wie ja nicht. Also ich bin echt erschrocken. Normalerweise sieht man das echt richtig gut. Ich glaube hier müsste die sein. Oder? Ne? Hier. Also das Ding hat wirklich eine gute Kante. Eieieiei. Ja, da muss ich mal gucken. Oder ich bin schon ein bisschen blind auf einem Auge. Ich gehe jetzt einfach mal mit Ailing ein bisschen nach. Ich glaube, ich habe heute wirklich ein bisschen was auf der Ohren. Normalerweise sieht man die Kante wesentlich besser. Wie gesagt, müsst ihr mal gucken. Manche sieht man gut. Also ich habe bis jetzt immer Bälle gehabt, da war immer so ein bisschen so ein Wulst. Da kommt man das wirklich gut sehen. Aber hier, das ist wirklich, also da sieht man wirklich nicht viel. So hoffe ich nur, dass ich das halbwegs gerade abgeschnitten kriege. Dafür nehme ich dann das Cuttermesser mit der dickeren Klinge. Dann gehe dann einmal komplett rund. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich das gerade kriege. Ruhig dann auch schon mal so ein bisschen tiefer reinschneiden, ne? Aber immer gucken, dass er gerade dabei bleibt. Ne? Umso weniger habt ihr dann nachher in der Mitte dann stehen, wo ihr dann in der Mitte wegschneiden müsst. Jetzt sind wir schon einmal rund. Ich hoffe mal, dass das alles gut funktioniert. Dann klappt ihr das nachher, wenn ihr einmal so richtig rund gegangen seid, klappt ihr das immer so ein bisschen auf. So, wie ihr seht, hat ganz gut geklappt. Ne? Und schon habt ihr zwei Schildbuckel. So, das ist jetzt erstmal das Kleidschnippeln. Soweit dürfte das ja kein Problem sein, denke ich mal. Dann gehen wir hin, wenn wir das Ganze ein bisschen hohl haben wollen, damit man dann nachher mit der Hand, ich hatte hier noch ein bisschen Farbe dran, damit man mit der Hand nachher auch gut in den Schild reinpacken kann, machen wir jetzt hier noch so eine Klebekante. Da gehe ich jetzt mit dem Maßband und dem Edding hin und mache so 2 cm, sollten eigentlich dicke reichen. Macht er dann die 2 cm einmal rundherum. Ein Millimeter mehr oder weniger ist es dann nachher auch nicht so ganz so tragisch. Das ist halt nur, damit er nachher, wenn er den Schildbuckel aufklebt, eine Klebekante habt, wo das Ganze dann noch drauf dann hält.
So, das sind jetzt die Linien. Ich mache jetzt noch einmal, verbinde ich die. So. Jetzt wird es ein bisschen frickeliger. Und zwar, jetzt nehme ich die kleine Klinge. Ihr könnt natürlich auch die große nehmen, aber da nehme ich jetzt erstmal die kleine für. Und dann schneidet er das hier so ungefähr in 45 Grad so ungefähr ein. Da gehe ich jetzt auch einmal rund. Wie ihr seht, da ist eine scharfe Klinge sehr wichtig. Dann habt ihr nämlich nachher nicht so unsauber geschnitten. Das war bei dem weichen Schaumstoff generell immer so ein bisschen ein Problem, das vernünftig hin. Seht ihr, dann habt ihr hier schon mal so. Und da an der Schräge geht er dann weiter runter. Klappt das dann so ein bisschen hoch wieder, also ein bisschen zu sich ziehen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist ein bisschen was von einer Wassermelone oder so. Ja. Dann habt ihr nämlich auch das ganz schick nachher. Ein bisschen komisch sieht es nachher ein bisschen aus. Das ist halt, wie gesagt, der Schaumstoff ist ein bisschen blöd zu schneiden. Ja. Aber es geht. Man kriegt halt eigentlich, wenn man ein bisschen aufpasst, das ist so ein bisschen, als wenn man, wie soll man sagen, filetiert, wenn man nur die Haut abzieht. Naja, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an. Aber so ungefähr, als wenn man irgendwo so was rauslöst, so den Knochen aus dem Fleisch. So. Ich weiß nicht, hoffentlich kann man es halbwegs sehen, wie ich das mache. Ist halt immer jetzt ein bisschen blöd, weil ich die Kamera dabei immer so ein bisschen im Auge und dann halt reingucken. Ich gehe danach auch mehr oder weniger nur so mit der Spitze dann hin. Also jetzt so je weiter unten ich bin. Und arbeite mich dann immer rund. Ja? Müsst ihr mal aufpassen, dass das nicht zu tief macht, sonst habt ihr nämlich oben durch. Wie gesagt, das ist dann nur damit das nachher angenehmer zum Greifen ist. Oh, ich glaube, wir haben es so gut wie geschafft. Noch ein bisschen. Seht ihr, so sieht das jetzt aus, was ihr rausgeholt habt, und so sieht das hier aus. Dann habt ihr ihn noch, kommt dann quasi drauf. Aber das zeige ich euch dann in dem Video, wenn ich dann den Schild selber baue. Ja, und schon habt ihr einen Schildbuckel gemacht. Könnt ihr dann nachher, das mache ich dann aber meistens immer dann, wenn ich den Schild erst gebaut habe, macht er dann noch einen 2-3 cm Metallrand drum, quasi aus Dreiermatte, ne, und dann mit Nieten oder was auch immer. Aber wie gesagt, das zeige ich euch dann im Video. Wie ihr seht, das Ding liegt jetzt richtig gut auf. Ne? Hat auch noch nach vorne noch Polsterung. Ich denke mal so 2-3 cm werden das immer noch sein. Ne? Und da habt ihr einen ganz einfachen Schildbuckel. Ja Leute, wie ihr seht, so leicht kann man einen Schildbuckel aus einem Softball machen. Ne? Das ist eine Sache von, naja, wenn man ein bisschen Übung hat, von ein paar Minuten. Ihr seht das ja. Also das Video ist jetzt live auf, da werde ich wahrscheinlich auch groß nichts rausschneiden, außer ich habe mich ein paar Mal versprochen. Aber so im Großen und Ganzen, wie ihr seht, selbst wenn ihr keine Übung habt, 5-10 Minuten habt ihr so einen Schildbuckel gemacht. Ne? Mit Aufmalen und Auseinanderschneiden und so was. Wie gesagt, wenn ihr dann auch noch dann den Schildbau dazu sehen wollt, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, soll ein Rundschild werden für einen Kumpel von mir, den guten Thomas. Grüße übrigens. Der hatte mich gefragt, ob ich halt mal ein Rundschild für seinen Gruppen, also kommt auch noch das Gruppenlogo, so ein Wolf drauf, aber da muss ich auch noch gucken. Also im Endeffekt wird es ein Rundschild für den Nordmann, im Großen und Ganzen. Ne? Bisschen was Rustikaleres.
Wie gesagt, hoffentlich hat es euch gefallen. Viel Spaß bei euren Projekten. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder bei euren Projekten ein bisschen weitergeholfen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.